Hallo ihr Lieben, ich habe gedacht, ich gebe euch heute mal ein kleines Update, was meine Setzlinge angeht, als ich vor ungefähr einer Woche die Samen gepflanzt habe, falls ihr euch erinnern könnt. Die sind ordentlich gewachsen und Moment, ich drehe mal die Kamera um und zeige es euch mal. Dass Christine Klaas alias Tante Frieda zur Instagrammerin werden würde, hätte sie vor 1,5 Jahren nicht gedacht. Aber für die Flugbegleiterin gab es durch die Pandemie statt Reisen nur noch die eigenen 4 Wände. Die werden seitdem täglich gepostet. Die Pflanzen kommen bei ihren Followern besonders gut an. Momentan sind es rund 15.000. Ich bin so happy. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, 9 Jahre ein privates Profil, wo ich ganz viel so von der Fliegerei erzählt habe oder einfach auch von Familie. Und dann waren tatsächlich auch nur meine Freunde meine Abonnenten. Und es hat mir aber schon immer total viel Spaß gemacht. Bildbearbeitung und Storys drehen und die Leute mitnehmen. Und meine Freunde waren dann tatsächlich mehr oder weniger der Grund dafür, dass ich meinen öffentlichen Instagram-Account dann gegründet habe. Das war letztes Jahr im Juni. So wie ich es jetzt gerade mache, ist es ein Vollzeitjob. Ich mache das von morgens aufstehen, checke ich die ersten Nachrichten und beantworte dann alles, was so über die Nacht kam. Dann mache ich mir meistens meinen ersten Kaffee. Dann gucke ich, welches Bild ich posten möchte. Zimmerpflanzen sind im Netz das neue Must-Have, mit dem man auf Instagram Eindruck schinden kann. Das Einfamilienhaus in der Nähe von Wetzlar, in dem Christine Klaas, kurz Chrissy, mit ihrem Mann und 2 Kindern wohnt, wird deshalb seit Monaten immer grüner. Tatsächlich haben wir, als wir eingezogen sind, natürlich geschaut, dass wir ein paar Pflanzen integrieren. Ich glaube, die Monstera war tatsächlich sogar die erste Pflanze, die wir gekauft haben. Und dann kamen mehrere Übertöpfe dazu und da mussten natürlich Pflanzen rein. Und ja, aber ich finde es auch schön, wenn man überall Pflanzen stehen hat. Es ist gut fürs Raumklima. Man hat einfach das Gefühl, man lebt mit der Natur zusammen. Plantfluencerinnen gibt es mittlerweile viele. Persönlichen Kontakt haben nur wenige. Ich treffe mich heute tatsächlich das allererste Mal mit der Franzi von Surfers Jungalow. Auch ein Instagram-Account, den ich total toll finde und macht ganz viel mit Pflanzen. Und ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, Freundin. Und ja, gleich kommt sie hier vorbei. Spannend. Auch Gärtnermeisterin Jessica Dörr liebt Pflanzen. Na komm, lass los. Man muss halt immer aufpassen, dass man hier keine Blätter abreißt oder so. Also das sind halt teure Pflanzen, da muss man echt vorsichtig mit umgehen. Denn mehrere 100 € können Grünpflanzen wie diese kosten. Hier im Gartencenter in Kriftel bei Frankfurt gibt es deshalb ein verschließbares Mini-Gewächshaus. Die sind weggesperrt, weil die sonst abgeschnitten werden. Also wir hatten das jetzt schon vielfach, dass leider uns Stecklinge gerade von teuren Pflanzen, raren Pflanzen einfach abgeschnitten wurden. Und dann wird halt einfach der Kopf der Pflanze sozusagen entfernt und die muss dann einmal komplett neu austreiben. Hatten wir jetzt schon an ganz vielen Varianten. Und es dauert dann natürlich, bis die wieder neu austreiben. Wir können sie erstmal nicht verkaufen, weil sie blöd aussehen. Und deswegen müssen wir sie jetzt leider einsperren. Besondere Pflanzensorten landen auch hier auf Instagram. Machen oder so? Ja, das stimmt. Von dem Update, wie heißt das nochmal auf Instagram? Sag das nochmal. Was? Unser Treibhaus hier, das heißt Greenhouse. Unser Raritäten-Greenhouse, genau, sehr wichtig. Die Community hat nämlich abgestimmt, wie man das nennen kann. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, das heißt Raritäten-Greenhouse, genau. Also nur Greenhouse. Ach so, Entschuldigung. Ja. Nur Greenhouse. Wo los hier? Unser Greenhouse. Ohne Social Media geht hier nichts mehr. Deshalb sind Jessica Dörr und ihre Kollegin auch ständig online. Die Kunden werden immer jünger. Die Millennials, also die Mitte-20-Jährigen, sind zu ihren Stammkunden geworden. Hey Jasmin, hi. Schön dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Bist du auch durch unsere Story angelockt worden oder einfach mal so wieder vorbei? Ausnahmsweise mal wieder Dienstags, weil Dienstag ist. Das ist schön, ja. Mega. Machen wir mal hier auf. Jasmin Rose aus Hattersheim bei Frankfurt ist so eine von den jungen Stammkundinnen. Oh ja, die ist hübsch. Also die darf es werden, ja? Ja. Eine kleine Zimmerpflanze für 50 €. Für besondere Exemplare wie diese Alocasia Friedeck nicht ungewöhnlich. Das ist jetzt ein Bild aus meinem Terrarium. Da habe ich so die ganzen seltenen Schätze, die auch hohe Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und an Licht haben.
Also man kann schon süchtig werden. Ich glaube, es ist auch schon fast gefährlich teilweise, weil man sich halt reinsteigert und immer was Neues sieht. Und es gibt so viele Pflanzen. Du kommst nicht an den Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt alle. Und dann siehst du immer was Neues und dann willst du die noch haben und dann ist die noch teurer und dann gibt es die noch mit Panaschierung. Und also man muss es schon unter Kontrolle halten, ja, auf jeden Fall. Für so besondere Exemplare gibt Jasmin auch gerne mal etwas mehr aus. Ihre kleine Wohnung ist im Laufe der Zeit zu einem richtigen Urban Jungle geworden. Ihr gefällt es, sich um etwas Lebendiges zu kümmern. Ein Haustier wäre zu viel. Also eben Pflanzen. Ich mochte Pflanzen generell schon immer, aber das hat wirklich mit der eigenen Wohnung dann angefangen, so mit Einrichten, Dekorieren. Und dann war hier eine, dort eine und dann war das so schön. Und dann kam Corona mit dem Lockdown, wo ich mich dann noch intensiver mit Pflanzen beschäftigt habe. Und dann waren es plötzlich ganz viele. Ich glaube, hier bleibt es jetzt erstmal. Zurück im Gartencenter und zu Jessica Dörr. An der Laderampe ist gerade eine neue Lieferung aus den Niederlanden angekommen. Heute kommt ein LKW nach dem anderen. Jetzt ist halt Saison für Wasserpflanzen. Da sind jetzt richtig große Zyperngräser dabei. Da oben ist so eine Monstera Minima zum Beispiel. Und was ich eben gerade reingeschoben habe, waren ganz unterschiedliche Marantenarten, Calatheas. Die sind auch sehr schön und haben eine tolle Blattpanaschierung. Die sind im Moment auch sehr begehrt, ja. Seit 8 Jahren arbeitet die 31-Jährige hier im Gartencenter. In die Pflanzen hat sie sich gleich zu Beginn ihrer Ausbildung verliebt. Dass es vielen Jüngeren jetzt auch so geht, macht sie glücklich. Ja, die paar Zentimeter fehlen mir noch, aber es geht immer einigermaßen. Der Meister hat damals zu mir gesagt, als ich hier eine Ausbildung anfangen wollte, wenn ich nicht an die oberste Lage drankomme, dann stellt er mich nicht ein. Da habe ich mich sehr angestrengt immer. Das ist zum Beispiel jetzt hier eine Syngonium Red Spot. Das ist auch eine seltene Sorte. Die wird jetzt zum Beispiel 99,95 kosten. Aber da warten bestimmt trotzdem 1, 2 Leute drauf, ganz bestimmt. Über die Preisexplosion besonders gefragter Sorten staunt sie selbst. Und nicht nur sie. Auch erfahrene Kollegen wie Thomas Ressel können darüber nur den Kopf schütteln. 36 Jahre arbeitet er schon in dem Job, aber so einen Hype hat er noch nicht erlebt. Danke. In den heutigen Zeiten, was hier so manche verrückte Sachen sind, das ist einfach Corona. Die Leute sitzen in der Bude und möchten irgendwelche besonderen Pflanzen haben, da geht einiges durch die Decke. Was man früher gesagt hätte, na ja, ganz schön. Mittlerweile ist bei Chrissy der Besuch eingetroffen. Influencerin Franzi aus Köln. Beide haben sich vorher auf Corona getestet. Ich hab dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Wie cool! Weil ich mitbekommen habe, dass du gerne Dickmanns isst. Ja, ich liebe die. Möchtest du einen Kaffee? Gerne, immer gerne. Aus meiner Lieblingstasse, bitte. Ja, natürlich. Den habe ich schon mal vorbereitet. Hier ist Hafermilch, wenn du willst. Kannst du dir einen Schuss reinmachen, Ich wenn es nehme reicht. direkt so. Genau. Danke. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal wissen, was du hier hinten Neues alles gezüchtet hast, weil das habe ich ja immer mal in den Stories entdeckt. Und eine nette Pilea hast du. Ja, die habe ich, die steht da schon Ewigkeiten drin. Die kann auch auf jeden Fall schon mal in die Erde. Ja, die ist mir abgebrochen und das war mir irgendwie zu schade, weil die Blätter so schön grün sind, sie wegzuwerfen. Aber es ist genau das Richtige. Ich vermehre auch zu Hause laufend. Ich hatte auch letztens eine Monstera, die dann da unten schon wieder die Wurzeln verloren hat und sah nicht mehr so ordentlich aus. Und dann habe ich die zusammengeschnitten, wie man das macht, zum Ableger ziehen, ins Wasser gestellt und jetzt habe ich meine eigenen neuen. Also das ist echt cool. Auch Franziska Schöcke oder kurz Franzi ist dem Pflanzenwahn verfallen. Als Influencerin hat sie es innerhalb eines Jahres auf beachtliche 32.000 Follower gebracht und ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen fürs Netz. Auch deshalb der Besuch bei Chrissy. Die Community wächst und wächst. Was Influencer im Netz zeigen, wollen viele andere gerne haben. Das ist ja bei ganz vielen Trends so, ne? Jeder fragt sich ja immer, woher kommt's. Ja. Aber den Ursprung kennt keiner so richtig. Es ist so ein sind Selbstläufer einfach, geworden. Genau, es sind einfach Dinge, die findet man halt schön in dem Moment, ne? Und man lässt sich halt auch mitreißen. Auf jeden Das ist ja Fall. auch so was. Was Ja. meine Freunde machen, finde ich vielleicht plötzlich selber auch dann spannend und will Ja. so ein bisschen mitmachen. Dann fängt das so mit einer Zimmerpflanze an. Ich war gerade vorgestern bei einer Freundin und habe auch gesehen, dass die von einer Pflanze auf einmal jetzt 20 im Wohnzimmer hat. Und die war vorher auch so kritisch, ja, das muss ja auch immer gegossen werden, viel Pflegezeit. Wann machst du das denn alles? Ja. Und jetzt durch Homeoffice natürlich ist man noch mehr zu Hause und da ist Ja. das auch schön.
wenn ich Pflanzenpflege Franzis mache Mitbringsel und filme das hat so ein bisschen, natürlich dann mit dem kommt immer die gemeinsamen Frage, Hobby zu tun. Was ist denn so das Gadget, was man braucht oder was mache ich oft falsch? Und das Falsche ist häufig das Gießen, vor allem das Übergießen. Weil wenn man jetzt die Erde oben dran so ein bisschen anfasst und sieht so, okay, die ist so ein bisschen staubig und trocken, dann gießt man eher mal nach. Ja. Dabei stehen die Wurzeln eigentlich noch total in Flüssigkeit. Ja. Das heißt, die Wurzeln faulen schnell und dann kriegen die gelbe Blätter hängen und dann war's das. Ja. Und mit so einem Teil kann man halt wirklich so sehr tief reingehen und kann dann eben überprüfen, wie wirklich die Feuchtigkeit an der Wurzel ist. Und dementsprechend dann eben sehen, brauchst du Wasser oder nicht. Ich probiere es mal aus, oder? Ja, mach mal, guck mal. Einfach, man muss nichts drücken, nichts Nee. ein. Okay, perfekt. Oh, das ist sehr wet. Ja, Deswegen- das heißt, Endlich die mal direkt braucht jetzt miteinander erstmal fachsimpeln, wobei nicht die nur Monstera digital. sowieso mit, Darauf haben sie lange relativ viel Wasser gewartet. auch gut klarkommt. Also die fault nicht so schnell. Das kann ruhig immer so ein bisschen feucht sein. Ja, du bist, merke ich schon, eher so der filigrane Typ, oder? Ja, also ich mag die kleinen filigranen Pflanzen schon sehr gerne, aber ich hätte gerne eine Strelizie. Und ich habe gedacht, die könnten wir heute zusammen kaufen. Warum Strelizie? Weil ich eine Monstera schon habe und eine Geigenfeige oben. Das sind ja eher die großen. Und dann Ja. gibt es noch die Strelizie, oder? Das sind die 3 großen Zimmerpflanzen. Hallo Maja. Maja. Erzähl mal was. Zurück im Gartencenter. Mittlerweile sind die LKW entladen und die Pflanzen verteilt. Nun brauchen sie erstmal Pflege. Warum die Oma-Pflanzen so hip geworden sind, wissen Jessica Dörr und ihre Kollegen auch nicht. Noch vor 10 Jahren wurden Pflanzen wie zum Beispiel die Monstera aus den Wohnzimmern verbannt und flogen deshalb reihenweise aus den Gärtnereien. Doch dann kam das Comeback durch Instagram. Jessica Dörr und ihr Team haben den Trend früh erkannt und schnell darauf reagiert. Andere Floristen haben das verpasst. Wir haben jetzt schon die ersten Anfragen auf unsere geposteten Zimmerpflanzen bei Instagram. Also einmal hat es eine Kundin gesehen, die heute Morgen sogar da war, dass wir jetzt die Pink Princess da haben. Das ist so ein Philodendron, möchte einen haben. Und dann 2 Monstera variegata sind dann jetzt auch schon verkauft, via Instagram sozusagen. Die andere Kundin hat angerufen und die würde ich jetzt zurückrufen, dass ich die Pink Princess für sie wegstelle. Genau. Ja, schönen guten Tag. Hier ist das Grüner Leben Tropica, die Jessica Dörr. Hallo. Sie hatten angerufen wegen der Pink Princess. Die würde ich Ihnen jetzt wegstellen, dann eine, ja? Sehr gerne. Können Sie die in den nächsten 2 Tagen bei uns abholen kommen? Super, das ist ja klasse. Alles klar, dann bis später eventuell. Tschüss. Ciao. So, dann holen wir die jetzt raus und stellen die gleich weg. Suchen natürlich die schönste aus. So, ja, dann gucke ich immer so ein bisschen, welche hat die meiste Panaschierung, weil ich will natürlich auch, dass der Kunde dann das bekommt, was er gern hätte. Hier bildet sich Panaschierung heißt weiße oder farbige Anteile am grünen Blatt. Je mehr, desto besser. Und desto teurer die Pflanze. Wegreserviert. Und dann die beiden Monsteras. Da muss ich auf der anderen Seite schauen. Einmal die hier, die ist doch sehr schön. Und dann haben wir auch tatsächlich noch die da. In was für einem Preisrahmen bewegen die sich so, was du jetzt gerade wegstellst? Also die Monsteras kosten jetzt 59,95. Das sind halt auch wahrscheinlich diese richtigen Deliciosa. Die haben wir nämlich selbst aus Stecklingen tatsächlich gezogen. Also große Blätter, große Pflanzen, genau. Und die Pink Princess hier kostet 49,95, der Philodendron mit den pinken Blättern. Auch schon irre, oder? Wenn man sich überlegt, dass ihr Pflanzen da habt, die tatsächlich ähnlich aussehen und dann ein Zehntel des Preises kosten. Ja, richtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ja, das ist wahr. Und wenn man jetzt zum Beispiel die hier nimmt und also was noch beliebter ist im Moment, ist die Thai Constellation. Die hat so ein bisschen eine gelblichere Panaschierung. Also nicht so weiß, sondern eher gelblich. Und die bewegt sich im Moment in der Größe eher bei 150 bis 200 Euro, weil es einfach keine gibt am Markt. Ja. So, dann wird die jetzt sicher nach hinten gebracht, dass die auch keiner mehr kaufen kann. Und dann sagen wir auch immer dazu, am besten in den nächsten 2 Tagen vorbeikommen, dass die halt nicht so lange da hinten rumdümpeln. Das wollen wir ja auch nicht. Aber die Leute kommen auch. Die eine Kundin, die ich jetzt angerufen habe, hat gesagt, ich komme gleich heute Abend. Ich hole sie gleich ab. Da merkt man halt auch richtig, dass die Pflanzen wirklich auch lieben. Das ist irgendwie schön. Auch Chrissy und Franzi sind zum Shoppen in ein großes Frankfurter Gartencenter gefahren.
Die Branche hat im letzten Jahr, trotz oder wegen Corona, ein deutliches Umsatzplus gemacht. Vor allem mit grünen Zimmerpflanzen. 530 Millionen Euro wurden 2020 damit umgesetzt. Ein Plus von fast 10%. Sollen wir mal ein paar rausziehen? Aber guck mal hier, die kriegt gerade ein neues Blatt. Ja. Ah, wie cool. Die finde ich tatsächlich, die ist mir zu klein. Die ist zu klein. Das Ja. heißt, wir gucken nach was Wir Größerem. gucken nach was Größerem. Wir nehmen eine hiervon. Such mir mal die raus, die am meisten Potenzial hat, richtig groß zu werden, Franzi. Oh Gott. Richtig groß. Da müssen wir eher jetzt gucken, wo sind da am meisten frische Triebe auch, die da schon so rauskommen, oder? Also mal so hier, ein guck mal, bisschen. hier kommt auch wieder eins. Mega geil. Und die ist schon ganz cool, oder? Ich ziehe dir einfach mal ein paar hier vor. Und klar, kein Einkauf ohne Instagram-Story. Neuerwerbungen werden für die Community dokumentiert. Nur wer regelmäßig neuen Content liefert, Kannst dich bekommt mal auch so mehr mitten Follower. So reinstellen die in Regel. Strelizien. Ja, ich Franzi, ich glaube, die wird's, oder? die ist es. Das Die ist es. Die geht hier nach oben. Nee, die sieht super schön und gesund aus, auf Ja. jeden Fall. Da wirst du bestimmt viele neue Blätter demnächst erwarten können. Oh, ich freue mich. Der Einkauf war erfolgreich. Und natürlich noch ein Foto für die Instagram-Story. Hallo. Hallo. Jetzt kannst du noch was sagen. Gleich ist sie meine. Nein? Ich sag gar nichts mehr. Ich bin mit allem einverstanden. Okay, perfekt. Wir müssen sie nachher dann noch taufen. Franzi, ja, das machen wir. 75. 75 Euro, kein günstiges Vergnügen. Einen schönen Lifestyle, Klamotten, Handtaschen war früher. Nachmittag. Wieder mal. Mit Konsumthemen erreicht man heute kaum noch Follower. Klima und Nachhaltigkeit interessieren viel mehr, stellen beide fest. Der Trend zur Pflanzenliebe gehört dazu. Das kann auch Jessica Dörr bestätigen. Das Interesse am Klimaschutz wächst. Ich wurde auf Instagram angeschrieben zum Thema Nachhaltigkeit in der Gärtnerei und wurde gefragt, ob ich dazu vielleicht eine Art Interview geben würde. Das würde das Mädel auf Instagram dann reposten, sozusagen wie ein Interview. Die Community will wissen, ob die Produkte der Gärtnereien überhaupt nachhaltig sind. Kannst du einfach noch mal filmen? Kommen wir zu der ersten Frage. Oftmals sagt man pauschal schnell, dass man am besten Pflanzen nur als Ableger oder Secondhand kaufen soll. Was sagst du dazu? Ja, also das würde ich nicht sofort so unterschreiben. Jetzt hat die Vergangenheit schon gezeigt, also auch jetzt in Bezug auf unseren Stecklingsdiebstahl oder unsere Stecklingsdiebstahle hier vermehrt, dass halt eben auch Leute im Internet, also da gibt es auch schwarze Schafe, die Pflanzen halt eben einfach nur abschneiden, um sie dann halt eben kommerziell zu vermehren und dann wieder zu verkaufen und auch nur halt Kommerz draus zu schlagen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das im Gartencenter pauschal immer so ist. Ja, was tun wir alles im Gartencenter dafür, dass es halt eben nachhaltiger gestaltet ist? Also wir verwenden zum Beispiel Regenwasser, um unsere Pflanzen zu gießen. Wir haben Ökostrom, mit dem wir unsere Pflanzenlampen speisen. Wir versuchen, so viel es geht, Verpackungsmüll zu vermeiden. Wir kriegen große LKWs voller Pflanzen. Also da fährt kein LKW wegen einer Pflanze zu uns, sondern das sind dann tausende Pflanzen, die auf einem LKW drauf sind, die hier bei uns ankommen. Ja, und da würde ich schon sagen, dass sich das auch lohnen kann, mal im Gartencenter nachzuschauen. Aufklärungsarbeit für ihre Sache und das gute Geschäft. Tägliche Posts, Stories und Interaktion mit der Community gehören neben der Pflanzenpflege zum Tagesgeschäft von Jessica Dörr und ihrer Kollegin Andrea Beer. Gartencenter nicht unbedingt immer gefeit, aber es gibt hier Lösungen. Die schlaue Idee kam ich. Deswegen darf ich diese schlaue Idee auch weiterführen. Mein Chef ist jedenfalls ziemlich begeistert davon. Und ich finde es gut. Also wir sehen wirklich vermehrt junge Leute hier. Macht halt ein bisschen Arbeit, das glaubt nicht jeder, aber es macht Spaß. Und dafür lohnt es sich auf alle Fälle. Und man lernt auch viele Leute kennen. Also die Community ist super nett. Was für ein Einzugsgebiet habt ihr dann tatsächlich hier? Also laut unseren Insights ist es hauptsächlich Frankfurt, aber die kommen auch aus München hergefahren, aus Gießen,
Aachen haben wir dabei. Also es ist wirklich extrem. Zum Beispiel bei der Alocasia cyprina variegata, das war eine ziemlich große, eine sehr, sehr schöne. Und da wurde die Kollegin direkt nachmittags schon angerufen, ich muss die haben, ich muss die haben. Und das war eine Dame, die kam tatsächlich aus München dann hierher gefahren. Hat dann noch einen Fahrdienst organisiert oder so weiter. Also verschiedenstes, ne? Natürlich gibt es auch negative Erlebnisse. Also wir merken auch, wenn wir schöne große Pflanzen verkaufen, dann gibt es die teilweise 2-3 Tage später, stehen die dann auf eBay zerstückelt zum Verkauf einzeln. Ne? Das hatten wir auch schon. Das ist eben genau das, was ich meine mit den 2 Seiten der Medaille. Ne? Die beiden Freundinnen sind in der Zwischenzeit wieder bei Chrissy zu Hause angekommen. So, ich glaube, ich brauche erst deinen Topf. Ja, erstmal soll die da weg? Nee, die steht da drin. Warte mal, stell mal den Topf. Und dann stelle ich die da rein. Und die kommt da hinten auf den anderen. Also farblich passt doch schon mal echt gut, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da drauf. Möchtest du? Die Strelizie? Genau. Ah, Und die andere kommt nämlich da Verstehe. hinten aus der Ecke weg. okay, dann räum du die doch mal am besten. Ja. Jetzt geht es um Styling. Den richtigen Platz müssen sie finden, denn die Fotos auf Instagram sollen natürlich top aussehen. Je ansprechender das Foto, desto mehr Likes. Mega, oder? Es gibt auch so kleine Pflanzhöckerchen aus Holz, ne, wo Hab du ich auch theoretisch auch was draufstellen Ich hab auch einen. könntest. Der ist ein bisschen klein, oder? Ist der zu schmal vom Durchmesser? Ja, vielleicht. Beide Oder wir sind stellen sie mal nur auf den Perfektionistinnen Boden. und wissen genau, was gut aussieht und ankommt. Für die beiden Planfluencerinnen sind Pflanzen übrigens Glücklichmacher. Ich glaube, das gefällt Durch mir Wachsen besser. und Gedeihen geben sie oder? ihnen Ja, ein ich Feedback, glaub auch. das sie einfach happy macht. So ist es schick. Also gerade jetzt zur jetzigen Zeit, ja, ist es ja eigentlich wichtig, dass man sich zu Hause schön macht. Und dass man, also eine Pflanze verschönert definitiv das Zuhause. Ist ja eigentlich nicht nur eine Pflanze, sondern auch ein Dekoobjekt. Ich finde, es ist halt auch einfach ein Lebewesen, um das man sich so ein bisschen kümmern muss. Also der Aspekt kommt halt auch noch dazu. Ne? Man freut sich dann, wenn es neue Blätter gibt und wenn die gepflegt aussieht und einfach ja, das Zuhause gemütlicher macht. Ob ich mir jetzt einen Schrank oder eine Pflanze dahin stelle, Hauptsache zu Hause ist es halt schön. Die steigende Zahl an Followern gibt ihnen wohl recht. Einmal ein paar Fotos machen, wie du von ihr. Jessica Dörr ist auf dem Weg nach Mainz, um Pflanzenmanager Gary Grüber zu treffen. Sie will sich im Auftrag der Instagram-Community über das Thema nachhaltiges Züchten schlau machen. Auch ein Bremer Unternehmen, das sich auf die Laborvermehrung von Pflanzen spezialisiert hat, soll zugeschaltet werden. Ich bin ganz gespannt. Also einmal habe ich ganz viele Fragen von der Instagram-Gemeinde gekriegt dazu. Ist es vertretbar? Wie nachhaltig ist es? Kann man das mit allen Pflanzen machen? Ja, und ich hoffe, dass wir die ganzen Fragen heute beantworten können. Herzlich willkommen. Freut mich. Herzlich willkommen. Hi. Also ich bin zweimal geimpft. Ja, das geht mir genauso. Ah, super, dann können wir auch ohne Maske, ja? Super. Herzlich dann? willkommen. Kommen Sie rein. Dankeschön. Der gebürtige US-Amerikaner Gary Grüber berät mit seiner Firma Cultivaris Züchter und Pflanzenhändler, auch bei Einkauf und Vermarktung. So, bitte nehmen Sie Platz. Für 11.30 Uhr ist die Videokonferenz angesetzt. Hallo Stefan. Stefan von Runstedt von der Firma Box Science aus Bremen erklärt, wie nachhaltig sein Labor Pflanzen vermehrt. Sie interessiert sich sehr für die In-vitro-Kultur. Ich weiß nicht, ob man das halbwegs erkennen kann. Ich halte ihn mal so ein bisschen in die Kamera. Also hier unten sieht man jetzt, das sind Orchideen, Jungpflanzen. Die Firma kann im Labor aus einer Pflanze Hunderte von Ablegern züchten. In vitro, also in der Petrischale. Mittlerweile funktioniert das sogar mit Robotern und Lasertechnik. Die Nachfrage ist groß, sehr groß. Besonders gefragte Sorten kann man auf diese Weise auch in Deutschland schnell nachzüchten. Dieses sogenannte Klonen ist umweltfreundlicher als exotische Pflanzen aus Afrika oder Lateinamerika zu importieren. Ich hätte ganz verschiedene Fragen. Also ich habe auch also zum Beispiel Kontakt zu verschiedenen Leuten auf Instagram gehabt. Kann man denn sagen, also Sie entnehmen ja einen Pflanzenteil von einer Pflanze, dann ist es einfach nur eine Form der vegetativen Vermehrung im Prinzip. Ja. Ne? Und im Prinzip diese Zelle, die wird halt weiter vermehrt. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Dolly oder so, dass wir hier wie Gott in den... Weil das sehen viele so, ne? Das ist Gott spielen oder Ja, so. aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und da würde ich auch gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen.
In der Tat, das ist genau, was Sie sagen. Also, Klonen klingt für den Laien sofort nach Gentechnik oder ähnliche Geschichten. Das ist es definitiv nicht. Ich mache das immer gerne anschaulich an dem Beispiel, sagen wir mal, eines Oleanders. Also wir kennen das wahrscheinlich alle oder viele von uns. Wenn ich jetzt so einen Oleander habe, toller, prächtiger Busch, blüht wunderschön, dann kann ich da irgendwie ein Stück von abschneiden, irgendeinen Ast, einen Trieb, stecke den in ein Glas Wasser, warte eine Zeit, dann bilden sich unten Wurzeln und ich habe eine neue Pflanze. Diese Pflanze ist ein Klon. Und dieser Mythos von wegen, dass Pflanzen aus in vitro schwächer sind, das stimmt überhaupt nicht. Es ist eher das Gegenteil, dass die viel wüchsiger sind, weil die keine Krankheiten mehr drin haben. Weil man das beste Material halt eben nimmt, ne, von den besten Sorten. Und man säubert die von Bakterien und von Krankheiten. Stellen Sie denn auch fest, dass es vermehrt Anfragen vielleicht auch von Gärtnern gibt oder, ja, ich weiß nicht, im Gartencentern oder so oder was, wie auch immer, Züchterfirmen bezüglich Grünpflanzen oder seltene Grünpflanzen? Also kann ich absolut positiv mit Ja beantworten. Das ist so, wir stellen diesen Trend ebenfalls fest. Wir finden das auch wirklich ganz, ganz toll. Ich will nur sagen, ja, Corona hat das verstärkt. Aber Gary, ich glaube, das wirst du bestätigen. Der Trend ist eigentlich so in meiner Wahrnehmung circa vor 5 Jahren losgegangen. Ja, und ganz ohne unsere mehr und mehr. Das ist von selbst entstanden. Das ist ja das Verrückte. Ich meine, in meiner ganzen Karriere habe ich immer wieder versucht, Pflanzentrends oder Vermarktungstrends zu setzen. Und das entsteht von alleine. Das war sehr aufschlussreich. Okay, danke für die Einblicke. Tschüss. Danke, tschüss. Das ist unser Urban Jungle hier. Ist auch sehr schön. Die Videokonferenz hat der Gärtnermeisterin neue Informationen geliefert. In-vitro-Vermehrung könnte die Nachfrage nach seltenen Pflanzen befriedigen, sie erschwinglicher machen und auch nachhaltiger. Das wird viele Follower freuen. Grübers Dachterrasse in der Mainzer Innenstadt ist ein kleines Testlabor für Neuzüchtungen und Trends, die er versucht vorauszusagen. Wird es jetzt vielleicht nach Corona oder so, wo die Leute wieder mehr rauskommen, wird es dann abflachen? Oder wie können wir uns die junge Generation erhalten im Gartencenter auch? Ich bin überzeugt, dass die Leute Blut geleckt haben, sozusagen. Das waren Menschen, die bisher überhaupt nichts mit Pflanzen am Hut hatten. Und jetzt plötzlich durch Lockdown und was weiß ich, Corona, haben sie sehr viel Zeit mit ihren Lieblingen, mit ihren Pflanzen. Die haben sie behandelt wie die eigenen Kinder. Pflanzen erfüllen einen und deswegen habe ich auch wirklich gute Hoffnung, dass das so weitergehen kann und hoffe das auch. Ja. Ich gehe davon aus, dass man pflegeleichtere Pflanzen dann haben will, Sukkulenten zum Beispiel. Da gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Und ich glaube, dass das der nächste große Trend sein wird, der ist eigentlich schon am Entstehen. Die Frauen füllen derweil ihre Accounts mit dem Content des heutigen Tages. Kannst du das mal ohne Filter schicken, bitte? Da waren wir dann auf dem Weg ins Pflanzencenter. Natürlich ein bisschen Grünzeug muss auch immer mit drauf. Und unser cooles Boomerang. Also es ist schon Durch ihre zahlreichen Posts sind die beiden von einfachen Blumenliebhaberinnen zu Multiplikatoren und Trendsettern im Netz geworden. Und sie genießen es. Auf jeden Fall so. mega. Ich mag es manchmal gerne, wenn die Ecken so ein bisschen das ist ganz cool, das stimmt. mehr Kontrast haben. Wir sind ja immer noch die Mikro-Influencer, also die ganz Kleinen, ne? Und ich weiß gar nicht, ab wann man da zu den Größeren zählen kann, ab 100.000 oder so. Na. Und man merkt auch, die Großen, die vermarkten das Ganze auch noch mal mit Tipps ein bisschen anders. Je mehr Follower und Klicks, desto höher die Chance, dass Unternehmen sie als Werbeträger gewinnen wollen. Aktuell sehe ich das als Hobby, aber ich würde es schon cool finden, wenn man irgendwie ein bisschen kreativer arbeiten könnte noch. Alles, was kommt und irgendwie Spaß macht, mache ich und lass mich so ein bisschen treiben, genau wie du, ne? Ja. Ob sie irgendwann mit ihrer Liebe zu Pflanzen Geld verdienen können, ist nicht klar. Dass der Trend weiterhin anhält, aber schon.